Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Fotospaziergang. Nädel Kamerawerk Sondheim am Neckar. Ein wohlklingender Name. Das Schild hier bei dieser Kamera, Nädel Sondheim am Neckar, verrät uns, dass diese Kamera zwischen 1910 und 1913 gebaut ist. Die Firma Nädel wurde 1902 gegründet als Unternehmen unter dem Namen Süddeutsche Kamerawerk Körner und Meyer in Sondheim. Das waren zwei Freunde, der Robert Meyer und der Max Körner. Die Firma wurde 1909 in Nädel Kamerawerk Sondheim umbenannt und diese Kamera hatte auch das Nädel Deck-Rouleau Verschluss gehabt, der zwischen 1909 und 1919 eingebaut wurde. Bald ist die Firma weiterverkauft, aber es gibt eine Anekdote oder die Wahrheit. In einer Betriebsansprache sagte rückblickend der Robert Meyer, das war einer von den zwei Partnern, dass die Zeit der jungen Unternehmer steckt noch in den Kinderschuhe, bis sie die Kamera entwickeln, die sie haben wollen. Und weil er bekannte sich selber, weil er selbst kein brauchbarer Kaufmann oder Verkäufer ist und seine Kompagnon kein tüchtiger Konstrukteur war, müssen die Firma verkaufen. Nach die neuen Besitzverhältnisse hieß nur ab 1919 Contessa Nädel Werk August Nagel Stuttgart. Auch nach der großen Fusion 1926 mit Zeiss Ikon wurde diese Kamera in Stuttgart übernommen und wurde weiter produziert als Pressekamera-Modell, weil sie war großflächige Aufnahmen und sehr robust und vor allem leichte Handhabung. Die Nädel-Kamerawerke haben sich inzwischen auf Faltplattenkameras spezialisiert und vor allem, sie haben überall eingebaut der Deck-Rouleau. Der Name Deck-Rouleau bedeutet so viel wie abdeckender Schlitzverschluss. Das heißt, etwa 1910 hat diese Kamera die Attribute von einer modernen Spiegelreflexkamera, einen Schlitzverschluss und einen Zentralverschluss. Aber die Entwicklung geht weiter. Ab 1932 wurde diese Kamera serienmäßig auch bei alle Contax-Kameras eingebaut. Hier haben wir die Nädel Deck-Rouleau in eine tropische Version und wurde in mehrere Formate gebaut. Das Besondere an dieser Kamera ist, dass die Kanten natürlich auch besonders geschützt sind und mit einem großen Einstellungsknopf die Zeit zum Einstellen ist bis zum 1280. Sekunde ermöglichen. Und so wurde nur mit einer Handgriff der Schlitzverschluss gespannt. Und mit einem Knopf und einem Zeiger in eine bestimmte Markierung wurde die gewünschte Schlitzverschlussbreite eingestellt und so wurde praktisch der ablaufende Verschluss eingestellt. Diese innovative Kamera vereinte, so wie ich schon sagte, fast 110 Jahre früher beide Verschlussarten, Schlitzverschluss und Zentralverschluss. Das Besondere an dieser Kamera ist die Spreizenkonstruktion
und das verband das Kameragehäuse mit der Frontplatte und sorgte dafür für eine absolute parallele Lage zwischen Film und Aufnahmeoptik. Man konnte Objektive mit längeren Brennweiten verwenden und die ganzen Einstellungen und Markierungen wurden von oben sehr leicht einzustellen. Die Kamera hatte einen Rahmensucher und auch den Faltsucher. Die Metaskala für die Kamera ist von oben leicht einsehbar und sehr leicht und zuverlässig zu markieren. Und die Kamera hat eine Carl Zeiss Tessar 4,5 mm Stärke und 150 mm Brennweite. Die Kamera gab in 4 verschiedenen Formate und in 2 Stereo-Versionen. Das ist diese Kamera Nädel, zusammengeklappt, ist sehr klein, sehr handlich. Und hier ist eine Kamera, mit dem ein Berufsfotograf jahrzehntelang Postkarten für die diversen Orte Oberkärntens produziert hat. Das war die Geschichte von der Kamera Nädel. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.